Hi, mein Name ist Tobi, ich bin von Squareglide Games und wir bauen Outbound. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind auf der Gamescom 2025 am Samstag und ich habe mir jetzt hier einen Entwickler von Outbound hingeschafft. Wie heißt du denn und was arbeitest du daran? Ja, mein Name ist Tobi, ich bin Co-Founder des Studios und auch Entwickler, bin immer knietief im Code. Ich bin verantwortlich für so ganz viele Sachen, die irgendwie so visuell sind, Art Direction, auch UI, UX, aber auch die Welt zum Beispiel. Ich habe alle Bäume im Spiel gepflanzt. Ja, ich mache eigentlich so ein bisschen von allem. Dann erzähl uns doch mal mehr über diese Welt, in der wir da sind. Genau, Outbound spielt in so einer Nahzukunftswelt, nennen wir das. Also irgendwie so was zwischen vielleicht 20 bis 50 Jahre in der Zukunft von jetzt. Und die Welt, in der haben wir gelernt, dass die Natur und Technologie, dass wir die vereinen können und wie wir die Natur uns zunutze machen, ohne sie eben auszunutzen. Fantastisch. Was haben wir denn dafür für Möglichkeiten? Naja, zum Beispiel, also unser Campervan in Outbound ist ein elektrischer Campervan und den können wir dann aufladen, also die Batterie des Wagens können wir aufladen durch zum Beispiel Solarenergie oder Windenergie oder Regenwasserenergie auf eben eine ganz nachhaltige Art und Weise. Ebenso sieht man es bei ganz vielen Crafting Stations, haben wir immer darauf geachtet, dass man ja, quasi die Welt immer als so ein bisschen besseren Ort hinterlässt, als er war. Also zum Beispiel können wir Müll aufräumen, wenn wir irgendwo Müll finden in der Welt. Den können wir dann in der Crafting Station recyceln. Und die recycelten Coupons nennen wir die können wir dann wieder eintauschen gegen Downloads, wo wir dann neue Technologien downloaden. Ist es dann eine Postapokalypse? Gibt es noch andere Menschen oder sind wir für uns selber? Es ist definitiv keine Postapokalypse. Es gibt andere Menschen noch. Wir finden auch andere Gebäude im Spiel. Wir finden auch viele Anzeichen auf Leben, sage ich mal. Das Spiel grundsätzlich ist schon eher so ein bisschen einsamer, würde ich sagen. Also wir wollen schon das Gefühl vermitteln, du selber in der Natur für dich selbst. Aber wir finden definitiv ganz viele Anzeichen auf Menschen und nee, ich will nicht zu viel spoilern. Also wir finden auf jeden Fall Anzeichen für Menschen. Und wer ist eigentlich so der Hauptcharakter des Spiels? Der Hauptcharakter des Spiels ist tatsächlich dein Campervan. Um den geht es ja am Ende in Outbound. Dein Campervan, den kannst du eben komplett ausbauen in dem Spiel. Wir haben ihn auch so gestaltet, dass er sehr interaktiv ist. Heißt, sehr viele Interaktionen hast du an dem Van. Alle Türen kannst du aufmachen, zumachen. Du kannst ihn einrichten. Du hast ganz viele Sachen wie Workbenches, Bioburner, Motor, alles überall kannst du draufdrücken. Also fühlt sich sehr, sehr haptisch an, der Charakter. Und ja, mit dem kannst du natürlich dann die Welt erkunden. Spielen wir das alleine oder im Multiplayer? Outbound kannst du sowohl alleine spielen, als auch im Online-Koop mit bis zu 4 Spielern. Das Coole ist eigentlich, es ist fast so ein bisschen wie 2 Spiele in einem, weil alleine ist Outbound eine Findungsreise, ist sehr, sehr zen, ganz, ganz entspannt. Ja, du bist wirklich dein eigenes Tempo. Sobald du es mit Freunden spielst oder mit Partnern spielst oder mit Familie, wird das auf einmal eher wie so ein Roadtrip. Sie wird sehr schnell chaotisch, jeder macht irgendwas, man streitet sich darum, wer jetzt fährt. Man teilt sich die Aufgaben irgendwie auf und ja, es fühlt sich sehr anders an im Koop, aber ich persönlich liebe es sehr. Erlebt man dann gemeinsam eine Story oder wie ist es gedacht? Man ist zusammen in einem Campervan, also man teilt sich den und mit dem reist man den ja auch durch die Welt. Es gibt hier und da so kleine Story-Bits, sage ich mal. Wir arbeiten sehr viel mit Environmental Storytelling. Also man erfährt schon einiges über die Welt, was für Personen da leben, wie es der Welt gerade geht, so was da gerade so abgeht. Ist jetzt kein narratives Spiel, also du hast jetzt nicht so wie zusammenhängenden Storystrang, sag ich mal, den du verfolgst, aber eher so kleine Bits hier und da. Und ist es jetzt gerade schon im Early Access oder nur so eine Demo, die public spielbar ist? Aktuell nur auf der Gamescom spielbar, nirgendwo anders. Es ist das erste Mal, dass man auch wirklich eine Demo von dem Spiel spielen kann. Wir sind noch nicht draußen, auch kein Early Access. Wir hatten letztes Jahr eine Kickstarter-Kampagne, worüber das Spiel gebackt werden konnte. Die Backer von der Kickstarter-Kampagne, die dürfen schon die Alpha spielen. Und das reguläre Spiel wird dann in der ersten Hälfte nächsten Jahres rauskommen und richtig als 1.0 Release und dann kann man spielen. Das heißt, es gibt Early Access komplett und sagt einfach direkt hier 1.0. Ja, wir haben die Alpha als Early Access und nach der Gamescom haben wir nochmal die Beta, aber die sind beide closed. Die benutzen wir eben als Feedback-Schleife, damit wir das Spiel eben anpassen können. Aber genau, dann kommt richtig gleich den 1.0 Release raus. Und gibt es auch eine Möglichkeit, den Playtest irgendwie zu joinen? Also nochmal irgendwie auch mit Backing oder ohne Backing? Auf jeden Fall, wir verlosen regelmäßig Keys, weil wir auch immer natürlich frischen Input wollen von Spielern. Das machen wir in der Regel auf unserem Discord-Server. Also wenn man da joint, gibt es regelmäßig irgendwie Giveaways, wo wir dann ab und zu mal Leute reinnehmen. Und über unseren Newsletter, wenn man dem beitritt, dann schicken wir da auch mal Keys einfach so raus. Aber das sind tatsächlich die einzigen Möglichkeiten, um aktuell mitmachen zu können. Was sind denn eure Visionen gewesen hier für das Spiel? Also Outbound hat einen sehr, sehr starken Fokus auf Nachhaltigkeit, einfach weil wir das Thema persönlich auch einfach sehr wichtig finden. Man muss dabei sagen, Outbound ist jetzt kein Spiel, was jetzt irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger irgendwie dir auf die Finger schlägt, wenn du irgendwie was falsch machst, sage ich mal. Und wir wollen auch nicht probieren, jemanden jetzt zu belehren. Es ist mehr so,
Wir versuchen eine Welt zu zeigen, wie es gut laufen könnte und wie Nachhaltigkeit wirklich ein Thema sein kann, das wir eben ernsthaft behandeln. Und wenn da jemand was von mitnehmen kann, ist das sehr schön, dann freuen wir uns. Und wenn jemand einfach sagt, ich will einfach ein Spiel spielen und Spaß haben, ist es auch in Ordnung. Während des Spielen findet man dann auch irgendwie Puzzle zum Lösen, irgendwie Plattforming, Parcours, Abschnitte. Also in Outbound gibt es Points of Interest, also gewisse Locations, die eben besondere, naja, zum Beispiel Gebäude oder sowas sind. In denen haben wir eigentlich in der Regel so Environmental Puzzles, dass man irgendwie gucken muss, wie komme ich jetzt irgendwo hoch, wie kann ich eine verschlossene Tür irgendwie aufmachen. So leichte Puzzle-Elemente, jetzt nichts zu Schwieriges, aber eher so, dass man halt schon was zu tun hat in den Orten. Und arbeitet ihr auch mit Backtracking, dass man irgendwo was findet und wo man dann sich erinnert, oh wait, da hat dieses eine Puzzlestück gefehlt oder hier ist dieser Code hin? Ja, das ist bei uns eigentlich viel mit den Ressourcen so. Viele Ressourcen sind lokal, wie eben auch in echt. Bestimmte Biome haben eben bestimmte Ressourcen. Das heißt, es kann sein, wenn ich irgendwo in einem Spiel an einem späteren Zeitpunkt bin, dass ich irgendeine Ressource brauche, die vielleicht am Anfang nur verfügbar war, dass ich dann schon zurückreisen muss, um mir diese Ressource zu holen, um dann eben weiter craften zu können zum Beispiel. Und wie ist denn so bisher so Reception auf der Gamescom gewesen? Ja, bisher unglaublich. Also wir hatten eigentlich nie, dass die PCs leer waren. Wir hatten teilweise Schlangen von bis zu 2 Stunden hier vor dem Stand, die Leute gewartet haben. Ja, wir hätten es auch nicht erwartet tatsächlich. Wir wussten natürlich, klar, an den Steam-Wishlist und so sieht man schon, das Spiel hat eine gute Reception bisher. Aber ja, dass es so gut ist, haben wir nicht erwartet. Und alle, die ich gesprochen habe, waren super happy mit der Demo. Von daher, ich bin super happy. Wenn ihr dann jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit auch viel Erfolg haben werdet beim Release, habt ihr dann noch geplant, irgendwie nochmal DLC, nochmal mehr Content nachzuschieben per Patch oder wie auch immer, oder einen zweiten Teil? Kann gut sein. Also ich will jetzt auch keine Versprechungen machen, also vor allem zweiter Teil und so weiß man immer natürlich nie. Es hängt sehr stark natürlich davon ab, wie die Spieler das annehmen, das Spiel, und was die Community am Ende möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall Content-Patches machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht DLCs machen. Aber also wir haben bisher noch nichts offiziell angekündigt, aber das wird sich in Zukunft dann zeigen. Aber wenn es jetzt nach dir so gehen würde, also nur deine Vorstellung, was würdest du da am liebsten jetzt noch reinbauen? Was ich mir sehr gut als DLC vorstellen kann, sind weitere Fahrzeuge zum Beispiel. In der Vollversion von Outbound wird es mindestens 3 Fahrzeuge geben. Ich denke, weitere Fahrzeuge als DLC wären eine sehr schöne Idee, auch einfach, weil jedes Fahrzeug das Spiel nochmal verändert und die Parameter, sage ich mal, der Reise verändert. Also zum Beispiel irgendwelche Fahrzeuge, die besser Offroad zum Beispiel können oder mehr Platz haben, mehr Türen haben, mehr Gewicht tragen können, weiß ich nicht. Sowas. Und natürlich, ich denke, das Naheliegendste ist, dass man auch sagt, zum Beispiel neue Biome als DLC kann man sich sicher auch gut vorstellen. Du hast gesagt, dass man jetzt schon 3 Fahrzeuge haben wird. Kann man die währenddessen wechseln oder ist es so, du entscheidest dich am Anfang für eines und damit machst du dann eine Story und dann beim nächsten Playthrough vielleicht darfst du ein anderes? Genau, also die Fahrzeuge kann man sich so ein bisschen wie eine Charakterklasse vorstellen. Heißt, ich wähle mir am Anfang das Fahrzeug aus und das definiert eigentlich die Parameter meiner Reise. Und wenn ich jetzt sage, ich will ein anderes Fahrzeug spielen, dann muss ich eine neue Journey quasi beginnen. Was war denn so bisher dein liebstes Feature am Spiel? Mein liebstes Feature im Spiel ist der Basenbau. In Outbound kann man auf dem Fahrzeug modulär seine Basis bauen. Das Schöne ist, man kann die so groß bauen, wie man möchte, so hoch bauen, wie man möchte. Und man kann die dann wieder einklappen, also die ganze Basis einklappen in das Fahrzeug, dann einfach mitnehmen, auf die Reise gehen und da wieder ausklappen, wo man sie braucht. Kann also immer alle Werkzeuge, Workstations, alles immer mitnehmen. Das finde ich persönlich als so Crafting-Game-Spieler, finde ich das einfach ein riesen Quality-of-Life-Feature. Und haben wir eigentlich auch Fighting-Elemente im Spiel? Nein, Outbound ist ein Cozy-Game. Es gibt keine Gegner, es gibt kein Blut, wir machen keine Tiere tot. Es ist wirklich durch ein Cozy-Game, sehr entspannt und ja. Kann man sich zum Beispiel am Lagerfeuer zusammen hinsetzen und Musik spielen? Musik spielen haben wir nicht drin, aber man kann sich zusammen am Lagerfeuer hinsetzen. Lagerfeuer sind bei uns sowas ähnliches wie Collectibles. Also ich versuche die alle zu finden, also so Plätze, wo Menschen Lagerfeuer gemacht haben. Die kann ich entzünden und ich kann mich dann zusammen ans Lagerfeuer setzen. Ja, genau. Und wie findet man eigentlich diese POIs? Also sind die irgendwie auf einer Karte? Haben wir da ein Radar für? Bei den POIs ist es so, manche geben wir dir auf der Karte schon mal vor, um dir einfach ein paar Anhaltspunkte zu geben, wo auf jeden Fall du was finden wirst. Aber viele sind auch versteckt und die musst du selber finden. Also dann per Sicht, ich sehe da irgendwo im Hintergrund ein Berg, ein Turm, ein sonst was oder wie? Ganz genau. Dieses typische Open-World-Design. Zum Beispiel jetzt in der Demo ist es so, am Anfang kann ich auf einer Aussichtsplattform stehen. Da kriege ich eigentlich eine gute Übersicht über die Welt. Und dann kann ich mir überlegen, okay, wo möchte ich denn meine Reise hin planen? Und dann sehe ich eben verschiedene Strukturen, zum Beispiel am Horizont, und kann dann daraufhin beschließen, okay, das interessiert mich, da möchte ich hingehen. Und Outbound ist auch sehr frei designt. Heißt, ich kann mir auch wirklich selber überlegen, was finde ich interessant, was finde ich nicht so interessant und kann mir dann meine Reise wirklich selber planen. Und wenn man jetzt so nicht so sehr auf Survival-Spiele steht, kann man auch irgendwie die Survival-Aspekte irgendwie runterdrehen, sagen, okay, man hat keinen Hunger, keinen Durst?
Wenn du nicht so sehr auf Survival-Spiele stehst, dann solltest du auf jeden Fall Outbound spielen, weil wir haben wirklich nur ganz minimale, ganz seichte Survival-Elemente drin. Und damit meine ich, du hast Hunger und Health als Need für den Charakter. Heißt, du musst ein bisschen auf dich selber aufpassen, aber es ist sehr entspannt. Es gibt keine Bedrohung, du wirst niemals das Gefühl haben, du musst wirklich überleben, sondern es ist eher so, take care of yourself. Aber es gibt einen Day-Night-Cycle vermutlich, oder? Es gibt auf jeden Fall ein Day-and-Night-Cycle, es gibt auch ein Wettersystem. Das Day-and-Night-Cycle und Wettersystem haben natürlich Einfluss auf meine Energiegewinnung. Zum Beispiel, naja, wenn ich jetzt Sonnenenergie benutze, kriege ich nachts relativ wenig Energie. Wenn es bewölkt ist, genauso. Wenn ich auf Windenergie setze, ist die Windrichtung und die Windstärke sehr wichtig. Also gerade diese Umweltfaktoren spielen eine sehr große Rolle in Outbound. Dann vielen Dank für das Interview. Und falls ihr da draußen Bock habt, Outbound auch jetzt schon zu spielen im Playtest, dann schreibt einen Kommentar. Genaue Details dazu, wie ihr bei dem Giveaway teilnehmen könnt, werde ich noch drunter schreiben und dann könnt ihr einen Key gewinnen. Genau. Ciao dann. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.